Hallo liebe werdende Mama. In diesem Video möchte ich dir eine Übersicht darüber geben, welche Hypnobirthing-Übung es für die Geburt gibt, was davon ab wann wie oft geübt werden sollte. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Ich gebe nun seit mehreren Jahren Hypnobirthing-Kurse, zuerst live und nun online, und in jedem Kurs merke ich spätestens am Ende der 2. Kurseinheit, dass die werdenden Mamas im ersten Moment ein wenig überfordert sind mit der großen Auswahl an Hypnobirthing-Übungen, die sie kennenlernen durften. Nach dem ersten Sackenlassen des Erlernten finden die Mamas dann recht schnell ihre Übungen. Aber auch hier ist es auf den ersten Blick oft eine Menge unterschiedlicher Übungen, die die Mamas für ihre Geburt können möchten. Um das Ganze ein wenig übersichtlicher zu machen, würde ich dir gerne einen kurzen, strukturierten Überblick über die Hypnobirthing-Übungen geben, inklusive meiner Empfehlungen, ab wann und wie häufig sie in etwa bis zur Geburt geübt werden sollten. Denn es gibt im Hypnobirthing Übungen, die genau das erfordern. Übung, und zwar damit sie im Körper und Geist übergehen und während der Geburt als automatisches Programm ablaufen können. Sollen wir direkt mal starten? Los geht's. Lass uns am besten chronologisch, also nach Wochen geordnet vorgehen. In der Infobox findest du außerdem einen Link, um das Ganze als PDF-Liste für dich herunterzuladen und auszudrucken. Wenn die werdende Mama schon früh in der Schwangerschaft von Hypnobirthing erfahren hat oder Hypnobirthing bereits aus ihrer ersten Schwangerschaft kennt, bietet es sich an, bereits in der 20. Schwangerschaftswoche mit den ersten Vorbereitungen zu beginnen. Die positiven Geburtsaffirmationen und die Regenbogenentspannung sollten bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft einige Male die Woche gehört werden. Hierbei handelt es sich um die beiden Tracks, die es exklusiv zum Hypnobirthing-Kurs dazu gibt. Generell bietet es sich an, die Regenbogenentspannung abends vor dem Schlafengehen zu hören. Am besten im Wechsel mit den positiven Geburtsaffirmationen. So kann die werdende Mama abends vor dem Einschlafen noch einmal ganz gezielt herunterfahren, entspannen und zur Ruhe kommen. Sollte dir einer der beiden Tracks überhaupt gar nicht gefallen, nicht entspannend sein oder dir das Gefühl geben, der Track passt nicht zu dir, gibt es wahlweise noch den ersten Track von der CD, die dem Hypnobirthing-Buch beiliegt. Einleiten kann man diese Entspannungs- und Hypnoseeinheiten wunderbar mit der Ruheatmung, eine der 3 Hypnobirthing-Atmungen. Falls du mehr dazu wissen möchtest, habe ich dir mein Ruheatmungsvideo mit der Praxiseinheit unten in der Infobox verlinkt. Die Atmung hilft hier also wunderbar, um erst einmal zur Ruhe zu kommen und entspannt in die folgende Übung, zum Beispiel die Regenbogenentspannung, zu starten. Außerdem ist es sinnvoll, bereits jetzt mit Übungen für den Körper zu starten, damit Geist und Körper gleichermaßen auf die Geburt vorbereitet sind. Hier macht es Sinn, auf ausreichend Bewegung zu achten, also spazieren zu gehen, oder bei Interesse Schwangerschafts-Yoga oder andere passende Sportarten, wie zum Beispiel Aquasport, auszuprobieren. Auch Geburtspositionen sollten hin und wieder eingenommen und einige Zeit gehalten werden, damit es unter der Geburt keine zusätzliche Herausforderung darstellt, zum Beispiel die tiefe Hocke oder den Vierfüßlerstand einzunehmen. Für eine leichtere Geburt ist es nämlich bekanntlich sinnvoll, eine aufrechte Gebärposition zu wählen. Ist der Körper das aber nicht gewohnt, kann es während der Geburt sehr schnell anstrengend werden, zum Beispiel diese tiefe Hocke zu halten. Kennt der Körper diese Haltung aber bereits aus der Schwangerschaft, fallen die Positionen während der Geburt um einiges leichter. Ab der 26. Schwangerschaftswoche ändern sich dann einige Empfehlungen bezüglich der Häufigkeit pro Woche und werden um ein paar Übungen ergänzt. Die Regenbogenentspannung und auch die positiven Geburtsaffirmationen sollten nun auf jeden Fall täglich gehört werden. Auch hier kannst du weiterhin im Wechsel hören, wenn dir die insgesamt 40 Minuten für beide Tracks zusammen am Abend zu viel sind. Wenn du es zeitlich schaffst, ist es für die Vorbereitung und deine tägliche Entspannung optimal, wenn du beide Tracks hörst. Die positiven Geburtsaffirmationen kann man auch sehr gut auf einem anderen Zeitpunkt am Tag verschieben, zum Beispiel wenn du kochst oder duscht. Hier kannst du sie nebenbei laufen lassen und laut für dich nachsprechen. Auch die Ruheatmung solltest du nun täglich üben. Du kannst sie weiterhin vor der Regenbogenentspannung zur Einstimmung hören und als Vorbereitung auf die kommende Entspannung nutzen. Also hast du auch hier keinen zusätzlichen Übungsaufwand und kannst die beiden Übungen bequem miteinander verbinden. Ab der 26. Schwangerschaftswoche kommt dann auch die Wellenatmung als tägliche Übung hinzu.
Auch hier bieten sich die abendlichen Entspannungseinheiten vor dem Schlafengehen hervorragend dafür an, um die Wellenatmung, also die wichtigste Atmung für deine Geburt, zu üben. Denn auch bei dieser Atemtechnik geht es darum, die Technik zu vertiefen und zu verinnerlichen. Während der Geburt kannst du sie dann nahezu intuitiv anwenden. Mein Tutorial zur Wellenatmung mit Praxiseinheit habe ich dir ebenfalls unten in der Infobox verlinkt. Das Üben der Wellenatmung nimmt tatsächlich auch viel weniger Zeit in Anspruch, als man im ersten Moment vielleicht erwartet. Meine Empfehlung ist es, die Wellenatmung, sobald der Hypnobirthing-Kurs begonnen wurde, zweimal täglich zu üben, solltest du bereits weiter als in der 26. Schwangerschaftswoche sein. Am besten morgens vor dem Aufwachen, bevor man aufsteht, und abends vor dem Schlafengehen in Kombination mit einer der tiefen Entspannungen und der Ruheatmung. Also abends zum Beispiel in folgender Reihenfolge: die Ruheatmung circa 1 Minute lang, die Wellenatmung circa 2 Minuten und im Anschluss die Regenbogenentspannung. Da du bei der Regenbogenentspannung nichts Aktives machen musst, beschränkt sich hier der Arbeitsaufwand auf ungefähr 3 Minuten Atemtechniken üben. Also ein sehr kleiner Aufwand, der aber durch tägliches Üben einen großen Effekt hat. Wird die Wellenatmung täglich zweimal geübt, reicht es daher vollkommen aus, 2 oder 3 Atemzüge mit jeweils 21 Schlägen zu machen. So hat man täglich 4 bis 6 Durchgänge. Behält man das bis zur Geburt bei, wurde die Atmung und ihre Technik oft genug geübt und verinnerlicht. Wenn der Hypnobirthing-Kurs schon besucht wurde und die Ankerübung mit dem Partner bekannt ist, sollte auch diese ab der 26. Schwangerschaftswoche zwischendurch gemeinsam geübt werden. Hier ist es natürlich erforderlich, dass beide Partner Zeit haben, um die Übung gemeinsam zu machen. Da man ja bekanntlich in der Freizeit immer irgendetwas hat, was man machen könnte, ist es hier sinnvoll, sich diese gemeinsame Hypnobirthing-Übung als festen Termin in den Kalender einzutragen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch wirklich übt, um einiges größer. Wenn man die Übung dann einmal wöchentlich als Termin festlegt und sie gemeinsam durchgeht, kann man sie bis zur Geburt ungefähr 14 bis 15 Mal machen. Und auch wenn man erst in der 32. Schwangerschaftswoche oder aber in der 36. Schwangerschaftswoche anfängt, sollte man ab diesem Zeitpunkt regelmäßig gemeinsam üben und kann diese Übung so weit verinnerlichen, dass sie der werdenden Mama unter der Geburt gut helfen kann zu entspannen. Nach wie vor sollte auch dem Körper genügend Aufmerksamkeit bei der Vorbereitung geschenkt werden. Hierfür können Geburtspositionen geübt werden und die werdende Mama sollte weiterhin darauf achten, körperlich fit zu bleiben. Sport natürlich auf die jeweilige aktuelle körperliche Verfassung angepasst, sodass keine Überanstrengung entsteht, tut auch jetzt noch sehr gut. Um die 32. Schwangerschaftswoche herum gibt es dann nochmal ein paar Empfehlungen, die sich ändern und ergänzt werden. Die Regenbogenentspannung und die positiven Geburtsaffirmationen sollten immer noch täglich gehört werden, um der Mama Entspannung zu bringen. Weiterhin in Kombination mit der Ruhe als auch der Wellenatmung. Auch die regelmäßige, am besten Fall wöchentliche Übungseinheit mit dem Geburtsbegleiter sollte, wenn möglich, beibehalten werden. Zwischendurch dürfen Geburtspositionen wie die tiefe Hocke oder der Schmetterling eingenommen werden. Vielleicht beim Lesen oder auch beim Fernsehen schauen. So kann man hier ganz nebenbei die Geburt vorbereiten. Neu hinzu kommt ab der 32. Schwangerschaftswoche die Empfehlung, eine weitere Entspannungsübung zu üben. Entweder die progressive Muskelentspannung oder die verschwindenden Buchstaben. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass die werdende Mama zu einer der beiden Übungen einen Zugang gefunden hat und die Übung unter der Geburt nutzen möchte. Wenn weder die eine noch die andere Übung einen zusätzlichen entspannenden Effekt bringen, sollte hier nichts erzwungen werden. Das bringt nur zusätzlichen Stress, aber keine Entspannung. Ab der 35. Schwangerschaftswoche kommt dann noch die tägliche Dammmassage dazu. Sie soll helfen, das Dammgewebe besser zu durchbluten und der werdenden Mama ein Gefühl dafür verschaffen, wo der Druck auf den Damm unter der Geburt hingeht, kurz bevor das Köpfchen geboren wird. Es wird also gezielt dort massiert, wo es während der letzten Phase der Geburt wichtig ist, loszulassen, damit das Gewebe sich gut dehnen kann. Die Massage kann vom Partner oder von der Mama selber gemacht werden. Die letzte Vorbereitungsphase beginnt dann mit der 38. Schwangerschaftswoche. Alle Übungen, die zu diesem Zeitpunkt bereits täglich bzw. regelmäßig geübt werden, sollten nach Möglichkeit so beibehalten werden. Nun kommen nur noch 2 kleine Übungen hinzu. Zum einen das Visualisieren der Rosenknospe, was sich sehr gut bei der Dammmassage einbauen lässt, und zum anderen die Light Touch Massage durch den Geburtsbegleiter.
Hierbei kann der Partner die Massage in Bezug auf Intensität, Technik und Schnelligkeit der Bewegung noch einmal mit dir abstimmen, damit du unter der Geburt so massiert wirst, wie es dir am besten gefällt. Und ganz nebenbei kannst du hier bereits Endorphine ausschütten und dich rundum wohlfühlen. Das war's zum Thema mit Hypnobirthing-Übungen die Geburt vorbereiten. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video einen Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video, deine Marie.